Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute packen wir gemeinsam ein Pony aus. Also, bis gleich! Ganz so tierisch wie im Vorspann angeteasert wird es zwar nicht, aber ein Pony gibt es trotzdem. Und zwar ein Hyundai Pony als Taxi von Academy. Bevor wir uns aber den Inhalt der Box genauer anschauen, da gibt es noch ein paar Infos zum Bausatz und zum Vorbild. In den 1960er Jahren begann die südkoreanische Firma Hyundai mit dem Lizenzbau des britischen Ford Cortina. Somit kam der Hersteller an das Know-how, um eigene Fahrzeuge zu entwickeln. Zusammen mit britischen Ingenieuren und Giorgetto Giugiaro von Italdesign entstand so der Hyundai Pony, dessen Motor und Getriebe zwar von Mitsubishi stammen, aber er trotzdem als koreanisches Automobil geführt wurde. 1974 wurde schließlich der Pony 1 in Turin vorgestellt und ein Jahr später als viertürige Limousine auf den Markt gebracht. Von der ersten Generation gab es später noch einen Pickup und eine dreitürige Variante. Der Pony 1 wurde auch nach Europa exportiert und so konnte man ihn in Belgien, den Niederlanden, Spanien und Griechenland finden. Der Hyundai Pony wurde bis 1994 in insgesamt 4 Generationen hergestellt und gilt daher als eines der ersten Erfolgsmodelle des südkoreanischen Automobilkonzerns. Das Modell in 1:24 von Academy, das stammt aus dem Jahr 2021 und basiert auf einem Bausatz aus dem Jahr zuvor. Bis auf die andere Grundfarbe beim Spritzguss gibt es praktisch keine Veränderungen, außer die Figur des Taxifahrers, die hier neu dazugekommen ist. Inspiriert ist diese Figur aus dem südkoreanischen Film A Taxi Driver aus dem Jahr 2017. Dieser sehr sehenswerte Film schildert die Ereignisse des Studentenaufstandes in Gwangju im Mai 1980. Damals gelang es nämlich am deutschen Journalisten, im Film gespielt von Thomas Kretschmann, Filmmaterial zu machen und das, obwohl die Stadt vom Militär komplett abgeriegelt worden war. Der Konflikt, der wurde in Südkorea jahrelang totgeschwiegen und würden die Filmaufnahmen nicht existieren, dann hätte wahrscheinlich der Rest der Welt nie etwas davon mitbekommen. Ja, aber warum jetzt ein Taxi? Naja, der Journalist, wie der in Seoul angekommen ist, da hat er jemanden gesucht, der ihn in das Krisengebiet bringt. Ein Taxifahrer, dessen Name im Film fiktiv ist und man heutzutage leider nicht mehr weiß, der hat sich angeboten und brachte ihn in die 330 Kilometer südlich von Seoul gelegene Stadt. Ja, jetzt aber genug in die Hintergründe eingetaucht, schauen wir doch einmal, was sich in der Schachtel so alles befindet. Loslegen möchte ich wie immer mit der Bauanleitung. Diese führt in 15 Schritten zum fertigen Modell. Der Bauplan ist sehr hochwertig verarbeitet und mehrfarbig ausgeführt. Nur eine Sache fehlt komplett, und zwar es gibt keine Farbangaben. Ja. Das Modell ist nämlich als sogenannter Multicolor Parts Bausatz, kurz MCP, konzipiert und man könnte ihn ohne zu bemalen einfach zusammenkleben. Wäre da jetzt nicht aber die Fahrerfigur, ne? Da zum Beispiel, und die 2 anderen Farbvarianten, die wir da hinten in der Bauanleitung haben. Wir haben da einmal gelb und einmal blau. Die sind zwar auch sehr schön gestaltet da, aber da fehlen komplett die Angaben. Wer jetzt also mit da ein gelbes Taxi bauen möchte, der muss zuerst einmal die Farben recherchieren. Aber es gibt da ja Schlimmeres als wie das. Ja, aufgeteilt ist der Bausatz in 7 Gussäste plus Karosserie, Unterboden und die Reifen. Und ihr werdet gleich sehen, was ich vorher mit Multicolor Parts gemeint habe. So, los geht's aber zuerst mit Gussast A und der beherbergt das ganze Interieur, ne, und bietet neben feinen Details da am Armaturenbrett eine sehr, sehr gute Qualität. Ja. Die Linien, die sind wirklich sehr fein gearbeitet und man sieht da keinerlei Fischhaut oder sonstiges. Auch die ganzen Auswurfmarken, die sind alle schön hinten dran und von daher ist das schon mal sehr fein gemacht. Alles Kunststoff, der Kunststoff, der fühlt sich sehr hochwertig an. Da bin ich echt schon gespannt, wie sich der verarbeiten lässt. Gussast B, der hält die Klarteile bereit, von denen man aber nicht alle braucht, ne? Da ja MCP. Auch hier ist die Verarbeitung wirklich super, ja.
Es gibt da keine Gräten oder sonstigen Firlefanz, die man nachher wegpolieren müsste. Ja? Also da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das verarbeiten lässt. Aber es macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Der Gussast oder die Gussäste C, ja, das sind zwei, die gefallen mir persönlich nämlich besonders gut und zeigt euch jetzt da, was Multicolor Parts oder MCP bei Academy bedeutet. Hier haben wir nämlich schon fertig eingefärbte Klarteile, ne? Einmal orange, einmal rot. Und die sind wirklich sehr gut gemacht. Ne? Wem das jetzt nicht gefällt, der hat ja immer noch die unlackierten Klarteile und kann sich da austoben. Aber ich finde sowas wirklich große Klasse. Und wenn es gut gemacht ist, so wie da eben, dann kommen diese Dinger ganz bestimmt zum Einsatz. Ne? Ob man jetzt rot oder orange braucht, das muss man dann halt schauen, wie das Vorbild ist. Man hat eben beide Möglichkeiten. Also eigentlich drei Möglichkeiten, ne? Rot, orange oder halt selber lackieren. Ja, also ganz gut gemacht. Gussast D, der ist dann wieder ein bisschen traditioneller unterwegs. Der hat nämlich die ganze Aufhängung drauf und das Lenkrad, Auspuff und noch andere Kleinteile. Auch da überzeugt die Spritzgussqualität wieder sehr. Also mir ist da jetzt beim Anschauen nichts aufgefallen, wo zu bemängeln wäre. Ja. Das Einzige, wo ich halt noch nicht beurteilen kann, ist die Passgenauigkeit. Aber ja, das wird sich dann beim Bau zeigen. Weiter geht's mit dem Buchstaben E. Und der steht hier für chrombedampfte Teile. Obwohl Chrom nicht ganz stimmt. Es ist nämlich eher mattes Aluminium. Und da muss ich jetzt das Vorbild noch ein bisschen näher studieren, weil sollte dieser Farbton passen, da werde ich die Teile nämlich unbehandelt verbauen. Ich weiß, ja, Frevel. Na, so den Grund, weil wenn die Farbe so passt, dann ist die sehr gut, also ich muss sagen, sehr gut gemacht. Und die Angüsse, die sitzen nämlich zum Großteil an extrem günstigen Punkten, die man später gar nicht mehr sieht. Also da auch clever gemacht und von daher sehe ich da keinen Grund, das alles zu entchromen. Wie ihr ja seht, wir haben da zwei Paar Radkappen, je nachdem, was man da für eine Version bauen möchte. Das Taxi ist eher das, Zivilversion ist, glaube ich, eher das da. Jo. Eigentlich würde es jetzt im Alphabet mit dem Buchstaben F weitergehen, aber bei Academy kommt da jetzt schon das Z. Und beim Z, da haben wir da die Fahrerfigur auf diesem kleinen Gussast und die ist ganz witzig gemacht. Ne? Die ist zwar optional, aber die hat so eine coole Körperhaltung. Also der hat seinen Ellbogen aus dem Auto draußen, das schaut ziemlich cool aus, gibt einiges her und von daher wird die Figur bei mir auf jeden Fall seinen Platz am Steuer finden. Ne? Und auch da schaut die Verarbeitung auf den ersten Blick ganz gut aus. So gespritzte Figuren sind immer ein bisschen heikel, aber ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Was auch noch witzig ist, die Haare und die Kopfpartie sind separat gemacht. Das ist auch noch cool, weil es ist immer so ein bisschen eklig zum Bemalen. Ja, zu guter Letzt fehlen jetzt eigentlich nur noch die Karosserie und der Unterboden. Ja, und auch hier ist das Fahrzeug bereits in seiner Grundfarbe gespritzt, also wir haben da grün. Ne? Außerdem ist die Verarbeitung beider Teile sehr, sehr gut. Also es gibt da wieder keine Gräten, keine Fischhaut, keine Auswurfmarken an ungünstigen Stellen. Nur einziger Makel, weiß ich nicht, ist das Grün von der Karosserie. Das ist mir persönlich nämlich ein bisschen zu dunkel. Das Vorbild müsste nämlich ein bisschen heller gewesen sein. Zumindest war es das Taxi, das ich in Südkorea in einem Museum fotografieren habe können. Also da muss ich vielleicht noch was Eigenes zusammenmischen. Aber ansonsten ist das schon cool, wenn das schon in richtigen Farbton ist. Das ist ja eigentlich nicht bei allen Herstellern Selbstverständlichkeit. Jo, was gibt es noch? Ja, genau, die Reifen, die darf ich nicht vergessen. Die habe ich da noch in dem Säckli drin. Die sind Standardkost, ja, die sind zwar fein gemacht, aber da ist jetzt nichts irgendwo, wo man sich denkt, boah, geil. Die werden ihren Zweck, aber mit ziemlicher Sicherheit erfüllen.
Jo, was haben wir noch? Genau, der Bausatz hat noch Metallsticker dabei. Die haben sogar eine eigene Anleitung. Das wäre da dieser Beipackzettel. Da sieht man da die Metallsticker. Die sind da drinnen. Und da sieht man auch schon, dass wir neben den herkömmlichen Deckholes, also da, das sind normale Nassschiebebilder, haben wir da auch noch einen Stickerbogen. Ja, der ist für die ganz blutigen Anfänger, beziehungsweise für solche Leute, die das Modell wie diese EasyClick-Systeme von Revell einfach zusammenkleben wollen und dann diese Sticker draufkleben, ohne irgendwelche Versiegelung, Klarlack, Deckholz, irgendwas. Ja. Also ist auch cool, dass man da beide Varianten zur Verfügung hat. Tja, mein Fazit zu diesem Bausatz. Wer mal keinen Samba-Bus, Porsche oder Mini bauen möchte, der kann den kleinen Pony mal näher betrachten. Die Teile, die sind nämlich sehr schön gearbeitet und schon in der Grundfarbe gespritzt. Ja, was will man mehr? Wer will, kann natürlich selber Farbe ins Spiel bringen. Der muss diese aber vorher recherchieren, da ja alle Angaben komplett fehlen. Die beiliegende Fahrerfigur, die wertet auf und einer kleinen Vignette, eventuell mit einem Journalisten, steht so auch nichts im Weg. Verfügbar ist der Bausatz jedoch nur im Ausland. Wer sich aber nicht scheut, mal beim asiatischen Händler was zu bestellen, der wird mit einem kleinen, aber feinen Auto belohnt, das auch eine interessante Geschichte bereithält. Tja, und bis zur nächsten Folge, da wünsche ich wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.